Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den schwindenden Bibliotheken der hellenistischen Welt, als Babylon bereits ein Echo der Vergangenheit war, versuchte ein Priester namens Berossus, das gesamte Wissen seiner Zivilisation für die Nachwelt zu bewahren. Seine Bücher, die Babyloniaca, sind heute nur noch in Fragmenten erhalten, zitiert von späteren Historikern. Doch diese Fragmente sprechen von einer Zeit vor der Sintflut, von Königen, die Jahrtausende regierten, und von einer Kosmologie, die bis heute Rätsel aufgibt. Wir begeben uns auf die Suche nach diesen verlorenen Büchern und der Frage, welches Wissen mit ihnen unterging. Guten Abend und herzlich willkommen. In der Stille der Nacht, wenn die Gedanken zur Ruhe kommen, reisen wir gemeinsam zurück in eine Zeit des Umbruchs, in eine Welt, die zwischen dem Gestern und dem Morgen gefangen war. Unser Führer auf dieser Reise ist ein Mann, dessen Name wie ein leises Echo aus den Ruinen Babylons klingt: Berossus. Wer war dieser Mann, dessen verlorene Worte die Gelehrten seit Jahrhunderten faszinieren? Um ihn zu verstehen, müssen wir uns das frühe 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung vorstellen. Alexander der Große war wie ein Komet über den alten Orient hinweggefegt und hatte ein griechisches Imperium hinterlassen, das sich von Makedonien bis an die Grenzen Indiens erstreckte. Inmitten dieses neuen hellenistischen Kosmos lebte und wirkte Berossus, ein Priester des großen Gottes Bel-Marduk, im Herzen der ältesten Metropole der Welt, in Babylon. Er war kein Grieche, sondern ein Chaldäer, ein Erbe einer Zivilisation, deren Wurzeln Jahrtausende tief in den mesopotamischen Lehm reichten. Er war ein Mann, der zwischen den Welten stand. In der einen Welt las und schrieb er die Keilschrift, die heilige Sprache seiner Vorfahren, und hatte Zugang zu den Tontafelarchiven der Tempel, die das gesammelte Wissen von Generationen von Priestern, Astronomen und Schreibern bewahrten. In der anderen Welt sprach und schrieb er Griechisch, die Lingua Franca der neuen Herrscher, der Seleukiden. Er verstand, dass seine eigene Kultur, einst die Wiege der Zivilisation, im Begriff war, zu einer vergessenen Fußnote in den Annalen der neuen Eroberer zu werden. Seine Identität war die eines Bewahrers. Er war nicht nur ein Priester, der Rituale vollzog, sondern auch ein Gelehrter, ein Astronom, der die Bewegungen der Sterne mit einer Präzision verstand, die die Griechen in Erstaunen versetzte. Er sah es als seine heilige Pflicht an, das immense Erbe Babylons, seine Geschichte, seine Mythen, seine wissenschaftlichen Errungenschaften für die Nachwelt und insbesondere für seine neuen Herren festzuhalten. Er war ein Brückenbauer, der versuchte, das babylonische Verständnis des Kosmos und der Zeit in eine Sprache und ein Format zu übersetzen, das die griechische, rational geprägte Welt verstehen und respektieren konnte. Er war der letzte große Chronist Mesopotamiens, der aus erster Hand aus den Quellen seiner sterbenden Zivilisation schöpfte. Um Berossus und die Dringlichkeit seiner Mission wirklich zu begreifen, müssen wir das Babylon seiner Zeit betrachten. Stellen Sie sich die Stadt vor, nicht in ihrer Blütezeit unter Nebukadnezar, sondern ein Jahrhundert nach der Ankunft Alexanders des Großen im Jahr 331 vor Christus. Die goldenen Tage waren vorüber. Babylon war nicht mehr das pulsierende Herz eines Weltreiches,
sondern eine Provinzstadt im riesigen Seleukidenreich, dessen Machtzentren in Antiochia und Seleukia am Tigris lagen. Die gewaltige Zikkurat des Etemenanki, der sprichwörtliche Turm zu Babel, ragte noch immer in den Himmel, doch ihre Mauern begannen zu bröckeln. Die Tempel des Marduk und der Ishtar standen noch, aber der Glanz verblasste. Die Straßen, die einst von den Heeren der Assyrer, Babylonier und Perser widerhallten, wurden nun von griechischen Soldaten und Händlern durchzogen. Eine neue Sprache, Griechisch, dominierte den Handel, die Verwaltung und die intellektuelle Debatte. Die altehrwürdige Keilschrift, die über 3000 Jahre lang das Medium für Epen, Gesetze und wissenschaftliche Abhandlungen gewesen war, wurde langsam zu einer esoterischen Kunst, die nur noch von einer schwindenden Zahl von Priestern und Tempelschreibern beherrscht wurde. Es war eine Zeit des tiefgreifenden kulturellen Wandels, eine Ära der Melancholie für jene, die das alte Wissen hüteten. Die babylonische Zivilisation starb nicht durch Feuer und Schwert, sondern durch einen leisen, unaufhaltsamen Prozess der Assimilation. Das Wissen, das auf Tausenden von Tontafeln in den Tempelbibliotheken lagerte, Königslisten, die bis in mythische Vorzeiten zurückreichten, astronomische Tagebücher von unschätzbarem Wert, Schöpfungsmythen von poetischer Wucht, drohte für immer verloren zu gehen, unlesbar und irrelevant für die neue Weltordnung. In diesem Klima der kulturellen Dämmerung fasste Berossus seinen Entschluss. Sein Werk war kein bloßer Akt der Geschichtsschreibung. Es war ein verzweifelter und zugleich würdevoller Versuch, die Seele seiner Kultur zu retten. Er wollte den neuen hellenistischen Herrschern zeigen, dass Babylon nicht nur eine eroberte Provinz war, sondern die Quelle einer Weisheit, die älter war als die der Griechen selbst. Das große Werk, das aus diesem kulturellen Schmelztiegel hervorging, trug den griechischen Titel Babyloniaka, die babylonischen Geschichten. Es war ein monumentales Unterfangen, verfasst in 3 Büchern, das den gesamten Bogen der mesopotamischen Geschichte und Mythologie umspannen sollte. Berossus schrieb nicht für seine babylonischen Landsleute, sondern für die gebildete griechische Oberschicht. Daher wählte er eine Struktur, die an griechische Historiker wie Herodot erinnerte, füllte diesen Rahmen aber mit dem einzigartigen Inhalt der babylonischen Keilschriftarchive. Das erste Buch war das kühnste. Es begann mit der Schöpfung der Welt aus einem urzeitlichen Chaos. Dann erzählte Berossus von der Ankunft des Oannes, eines mysteriösen Wesens, halb Mensch, halb Fisch, das aus dem Persischen Golf emporstieg, um den frühen Menschen Schrift, Gesetze und Zivilisation zu lehren. Darauf folgte die Liste der 10 vorsintflutlichen Könige, deren Herrschaftszeiten sich über schwindelerregende 433.000 Jahre erstreckten. Das zweite Buch setzte nach der großen Flut ein, einer Erzählung mit verblüffenden Parallelen zur biblischen Geschichte. Von hier aus zeichnete Berossus die Geschichte der nachsintflutlichen Dynastien nach, eine lange Kette von Herrschern, Kriegen und dem Aufstieg und Fall von Städten bis zur Herrschaft des Königs Nabonassar im 8. Jahrhundert vor Christus. Das dritte und letzte Buch schließlich behandelte die neuere Geschichte. Es umfasste die Zeit des Neubabylonischen Reiches, die glorreiche Ära Nebukadnezars II., den Bau der hängenden Gärten und den Fall Babylons an die Perser und endete schließlich mit der Eroberung durch Alexander den Großen. Die Babyloniaka war mehr als nur eine Königsliste. Sie war der Versuch, ein komplettes Weltbild zu vermitteln. Eine Zivilisation, deren Zeitrechnung in kosmischen Zyklen dachte,
und deren Geschichte untrennbar mit dem Willen der Götter und den Bewegungen der Sterne verbunden war. Es war die Summe des Wissens einer Welt am Rande des Verschwindens. Die Geschichte der Babyloniaker ist eine von tiefgreifender Ironie. Ein Werk, das geschrieben wurde, um das Vergessen zu verhindern, ist selbst fast vollständig dem Vergessen anheimgefallen. Heute existiert keine einzige vollständige Abschrift von Berossus Chronik. Weder auf Papyrus noch auf Pergament hat auch nur eines der 3 Bücher die Wirren der Zeit überdauert. Die Bibliotheken, die es einst beherbergten, wie die große Bibliothek von Alexandria, sind selbst nur noch Legenden. Wie können wir also heute über ein Buch sprechen, das seit fast 2000 Jahren verschwunden ist? Die Antwort liegt in der Art und Weise, wie Wissen in der Antike weitergegeben wurde. Berossus' Werk wurde von späteren Gelehrten gelesen, studiert und vor allem zitiert. Sein Buch war so reich an Informationen, dass es für nachfolgende Generationen von Historikern, Chronisten und Theologen zu einer unschätzbaren Quelle wurde. Diese späteren Autoren kopierten jedoch nicht das gesamte Werk, sondern pickten sich nur die Teile heraus, die für ihre eigenen Zwecke relevant waren. Ein griechischer Gelehrter namens Alexander Polyhistor fertigte eine Zusammenfassung an. Aber auch seine Arbeit ist verloren. Wir kennen sie nur, weil spätere christliche und jüdische Autoren wiederum ihn zitierten. Der jüdische Historiker Flavius Josephus zum Beispiel zitierte Berossus, um die biblischen Erzählungen mit außerbiblischen Quellen zu untermauern. Der christliche Bischof Eusebius von Caesarea nutzte im 4. Jahrhundert nach Christus Berossus' Königslisten, um seine eigene universelle Weltchronik zu erstellen. Was uns also heute von der Babyloniaker geblieben ist, sind Fragmente, Zitate, die in den Werken anderer Autoren eingebettet sind. Es sind Echos auf Papyrus, Scherben eines zerbrochenen Spiegels. Jeder einzelne Splitter zeigt nur einen winzigen Ausschnitt des ursprünglichen Bildes. Die Aufgabe der modernen Historiker gleicht der eines Restaurators, der aus diesen verstreuten Mosaiksteinen versucht, das Gesamtbild zu rekonstruieren. Es ist eine mühevolle detektivische Arbeit, aber durch sie können wir die Umrisse dieses verlorenen Meisterwerks erkennen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in die Tiefen der Zeit blicken, in eine Ära, bevor die Zeit selbst eine geordnete Form besaß. Berossus beginnt seine große Chronik nicht mit Königen oder Städten, sondern mit dem Ursprung von allem, dem Kosmos selbst. Er schöpfte aus dem reichen Schatz der babylonischen Mythologie, insbesondere aus dem großen Schöpfungsepos, dem Enuma Elish. Stellen Sie sich einen Zustand reiner Potentialität vor. Es gibt weder Himmel noch Erde. Nur 2 urtümliche Wesenheiten existieren in einer wässrigen, ungestalteten Leere. Apsu, das männliche Prinzip, das Süßwasser, und Tiamat, das weibliche Prinzip, das salzige, chaotische Meer. Aus ihrer Vermischung entstehen die ersten Göttergenerationen. Doch diese neuen, jungen Götter sind voller Energie. Ihr Lärm und ihre Aktivität stören die Ruhe des alten Apsu, der beschließt, sie zu vernichten. Doch sein Plan wird vereitelt. Der weise Gott Ea erfährt davon, tötet Apsu und errichtet seinen Wohnsitz auf dessen Körper. Tiamat, die einst passive Mutter, wird nun zur rachsüchtigen Furie. Erzürnt über den Tod ihres Gemahls, erschafft sie eine Armee von furchterregenden Monstern und setzt ihren neuen Gatten, Kingu, als deren Anführer ein. Die Götter sind gelähmt vor Angst. Niemand wagt es, sich Tiamat entgegenzustellen, bis ein junger, strahlender Gott vortritt, Marduk. Er stellt eine Bedingung für seine Heldentat.
Er verlangt die uneingeschränkte Herrschaft über alle Götter. In ihrer Verzweiflung stimmen sie zu. Der Kampf, der folgt, ist von kosmischem Ausmaß. Marduk, bewaffnet mit Sturmwinden und einem unfehlbaren Netz, stellt sich der gewaltigen Seedrachin Tiamat. Er besiegt sie, spaltet ihren riesigen Körper wie eine Muschel in zwei Hälften. Aus der einen Hälfte formt er den Himmel, aus der anderen die Erde. Er ordnet die Sterne an, bestimmt den Lauf der Gestirne und schafft den Kalender. Die Welt, wie wir sie kennen, nimmt Gestalt an. Doch die Götter haben eine letzte Aufgabe. Sie müssen arbeiten. Um sie von dieser Last zu befreien, fasst Marduk einen letzten schöpferischen Entschluss. Aus dem Blut des verräterischen Kingu erschafft er das erste Menschenpaar. Die Bestimmung der Menschheit, so lehrte es Berossus, war von Anfang an klar definiert. Den Göttern zu dienen, die Tempel zu versorgen und die kosmische Ordnung aufrechtzuerhalten. Dies ist die Welt, in die die ersten Könige hineingeboren wurden. Eine Welt, die aus dem Sieg der Ordnung über das Chaos entstanden war. Nachdem die Welt geformt und die Menschheit erschaffen war, beginnt für Berossus die eigentliche Geschichte. Doch diese Geschichte beginnt nicht mit unsicheren, stammelnden Anfängen. Sie beginnt in einer Epoche von unvorstellbarer Dauer und Stabilität, einer Zeit, die von einer großen Katastrophe begrenzt wird, der Sintflut. Das Konzept einer großen Flut, die die Welt neu ordnet, ist ein zentraler Pfeiler des mesopotamischen Denkens. Für Berossus und seine Zeitgenossen war die Geschichte klar in zwei Teile geteilt: die Zeit davor und die Zeit danach. Die vorsintflutliche Ära war keine wilde, unzivilisierte Vergangenheit. Im Gegenteil, sie war das goldene Zeitalter, in dem die Grundlagen der Zivilisation gelegt wurden. Berossus berichtet, dass in dieser Zeit das Königtum vom Himmel herabkam. Die Götter selbst setzten die ersten Herrscher ein, um die Menschheit zu leiten. Basierend auf weitaus älteren Quellen, wie der berühmten sumerischen Königsliste, die Jahrhunderte vor ihm verfasst wurde, kompilierte Berossus eine eigene Liste dieser vorsintflutlichen Monarchen. Diese Listen waren für die antiken Mesopotamier von enormer Bedeutung. Sie waren mehr als nur eine Aufzählung von Namen und Regierungszeiten. Sie waren ein Beweis für die tiefen Wurzeln und die ungebrochene Kontinuität ihrer Kultur. Sie verbanden die Herrscher von Babylon zur Zeit des Berossus direkt mit den allerersten Königen, die kurz nach der Schöpfung regierten. Es war ein machtvolles politisches und kulturelles Statement. Unsere Zivilisation ist keine neue Erfindung, sie ist uralt, von den Göttern sanktioniert und hat selbst die größte aller Katastrophen überdauert. Die erste Stadt, in der das Königtum residierte, war laut diesen Traditionen Eridu, die heilige Stadt des Gottes Ea, des Gottes der Weisheit. Von dort aus breitete sich die Herrschaft über andere Städte wie Bat-Tibira, Larak und Sippa aus. Berossus' Chronik verlieh dieser mythischen Vergangenheit eine Struktur und eine scheinbare historische Greifbarkeit. Er nannte die Namen der Könige und, wie wir sehen werden, die schwindelerregenden Längen ihrer Herrschaft und schuf so ein Panorama einer majestätischen, fast zeitlosen Epoche vor der großen Flut. Nun kommen wir zu einem der faszinierendsten und rätselhaftesten Aspekte von Berossus' Werk, den Zahlen. Während er die vorsintflutliche Ära beschreibt, gibt er nicht nur die Namen der Könige an, sondern auch die Dauer ihrer Regentschaft. Und diese Zahlen sind schlichtweg atemberaubend. Berossus listet 10 Könige auf, die vor der großen Flut regierten. Der erste, Aloros aus Eridu,
soll 36.000 Jahre geherrscht haben. Sein Nachfolger Alaparos regierte 10.800 Jahre. Und so geht es weiter, mit Regierungszeiten, die in die Tausenden und Zehntausenden von Jahren gehen. Am Ende, so berichtet Berossus, summiert sich die Herrschaft dieser 10 Könige auf eine Gesamtdauer von 433.000 Jahren. Was sollen wir mit einer solchen Zahl anfangen? Es ist offensichtlich, dass wir es hier nicht mit buchstäblichen historischen Jahresangaben zu tun haben. Kein Mensch, nicht einmal ein mythischer König, lebt so lange. Die Versuchung, dies als bloße Fantasie abzutun, ist groß. Doch das wäre ein Fehler. In der mesopotamischen Kultur waren Zahlen selten willkürlich. Sie waren von tiefer symbolischer und kosmologischer Bedeutung durchdrungen. Um das Rätsel zu verstehen, müssen wir uns an ihr Zahlensystem erinnern, das auf der Basis 60 beruhte. Das sexagesimale System, dessen Spuren wir heute noch in unseren Minuten, Stunden und den Graden eines Kreises finden. Die Zahl 3600, also 60 mal 60, war eine zentrale Einheit, ein Schah. Die Regierungszeit des ersten Königs, 36.000 Jahre, entspricht genau 10 Schah. Die Gesamtsumme von 433.000 Jahren lässt sich ebenfalls zerlegen. Sie entspricht 120 Schah. Diese Zahlen sind keine zufälligen Übertreibungen. Sie sind das Produkt eines hochentwickelten mathematischen und astronomischen Systems. Gelehrte vermuten, dass diese Zyklen mit astronomischen Phänomenen zusammenhängen könnten, vielleicht mit dem Konzept eines großen Jahres, das durch die langsame Präzession der Erdachse bestimmt wird. Interessanterweise taucht die Zahl 432.000 auch in anderen Kulturen auf, etwa in der hinduistischen Kosmologie als Dauer des Kali-Yuga-Zeitalters. Dies ist wahrscheinlich kein direkter Transfer, sondern ein Hinweis darauf, dass antike Kulturen versuchten, durch Mathematik eine tiefere, harmonische Ordnung im Kosmos zu erkennen und ihre eigene Geschichte in diesen großen Rhythmus einzubetten. Berossus hat uns also kein Geschichtsbuch im modernen Sinne hinterlassen, sondern ein mathematisch-kosmologisches Gedicht über die Tiefe der Zeit. Bevor der erste König Aloros den Thron bestieg und bevor die 432.000 Jahre der Herrschaft begannen, berichtet Berossus von einem wahrhaft außergewöhnlichen Ereignis. In der allerersten Zeit, als die Menschen noch wie die Tiere des Feldes lebten, ohne Ordnung und ohne Wissen, erschien eine Gestalt aus dem Meer. Genauer gesagt, aus dem Erythräischen Meer, wie die Griechen den Persischen Golf nannten. Sein Name war Oannes. Die Beschreibung dieser Kreatur, die uns durch spätere Autoren überliefert ist unvergesslich. Oannes hatte den ganzen Körper eines Fisches, aber unter dem Fischkopf befand sich ein Menschenkopf und aus dem Schwanz wuchsen menschliche Füße hervor. Er besaß auch eine menschliche Stimme. Tagsüber kam dieses amphibische Wesen aus dem Meer, um unter den Menschen zu weilen. Er aß nicht mit ihnen, sondern verbrachte seine Zeit damit, sie zu unterrichten. Und was er sie lehrte, war nichts Geringeres als die Gesamtheit der Zivilisation. Er lehrte sie, Städte zu bauen und Tempel zu errichten. Er gab ihnen Gesetze und erklärte ihnen die Prinzipien der Geometrie. Er zeigte ihnen, wie man Samen sät und Früchte erntet. Er unterwies sie in der Kunst des Schreibens. In den Worten des Berossus hinterließ er ihnen nichts, was zur Milderung ihrer Sitten nicht beigetragen hätte. Wenn die Sonne unterging, zog sich Oannes wieder in die Tiefen des Meeres zurück, denn er war, wie es heißt, amphibisch. Diese Geschichte ist von zentraler Bedeutung für das mesopotamische Weltbild. Sie besagt, dass Zivilisation keine mühsame, schrittweise Erfindung des Menschen ist. Sie ist ein Geschenk. Eine vollständige Offenbarung, die der Menschheit zu Beginn ihrer Existenz in einem einzigen, kompletten Paket überreicht wurde.
Oannes war kein Gott, der angebetet wurde, sondern ein Lehrer, ein Kulturbringer. Nach ihm, so Berossus, erschienen weitere, ähnliche Wesen, die als Apkallu, die 7 Weisen, bekannt wurden und sein Werk fortsetzten. Diese Erzählung etabliert einen fundamentalen Gedanken. Das gesamte Wissen, über das die Babylonier verfügten, ihre Schrift, ihre Astronomie, ihre Architektur, hatte einen übermenschlichen, uralten Ursprung. Es war ein heiliges Erbe, das es zu bewahren und zu ehren galt. Die Könige, die folgten, waren nicht die Schöpfer dieser Kultur, sondern ihre Hüter. In den Fragmenten des Berossus, die wie leuchtende Scherben aus einer versunkenen Welt zu uns sprechen, finden wir eine der faszinierendsten Erzählungen über den Ursprung der menschlichen Zivilisation. Es ist die Geschichte der Apkallu, der 7 Weisen, die in der Zeit vor der großen Flut aus dem Erythräischen Meer, dem heutigen Persischen Golf, an die Küsten Mesopotamiens stiegen. Berossus beschreibt die erste dieser Gestalten, Oannes, mit eindringlichen Worten: ein Wesen mit dem Körper eines Fisches, doch unter dem Fischkopf befand sich ein menschlicher Kopf, und aus seinem Schwanz wuchsen menschliche Füße. Bei Tag, so heißt es, verkehrte dieses Wesen mit den Menschen, lehrte sie die Grundlagen von allem, was das zivilisierte Leben ausmacht: die Schrift, die Wissenschaften, den Bau von Städten und Tempeln, die Prinzipien der Gesetze und die Kunst der Landvermessung. Er nahm keine Nahrung zu sich und kehrte bei Sonnenuntergang ins Meer zurück, denn er war amphibisch. Nach Oannes folgten 6 weitere Apkallu, die das von ihm begonnene Werk fortsetzten und vertieften. Diese Erzählung ist weit mehr als nur ein kurioser Mythos. Sie ist ein tiefgründiger Gründungsmythos, der eine zentrale Idee der mesopotamischen Weltanschauung widerspiegelt. Das Wissen, das die Menschheit aus der Barbarei erhob, war kein menschlicher Verdienst, sondern ein Geschenk. Es kam aus einer anderen Welt, nicht aus dem Weltraum, wie man heute vielleicht voreilig schlussfolgern würde, sondern aus der geheimnisvollen Tiefe des Wassers, dem Reich des Gottes der Weisheit, Ea oder Enki in der sumerischen Tradition. Die Apkallu waren seine Gesandten. Sie verkörpern den Moment des Übergangs, in dem unstrukturierte menschliche Gemeinschaften die Werkzeuge erhielten, um Ordnung zu schaffen, die Welt zu verstehen und ihre Existenz zu sichern. Die Schrift ermöglichte die Aufzeichnung von Geschichte und Handel, die Mathematik erlaubte die Vorhersage von Himmelsereignissen und die Architektur die Errichtung von Monumenten, die den Göttern und den Zeiten standhalten konnten. Berossus präsentiert uns hier nicht nur eine Liste von Fabelwesen, sondern das aitiologische Herz seiner Kultur. Die Überzeugung, dass die Zivilisation selbst göttlichen Ursprungs ist, überbracht von mysteriösen Lehrern an der Schwelle zur aufgezeichneten Geschichte. Wie können wir die Erzählung von den fischähnlichen Apkallu mit dem unbestreitbar hochentwickelten intellektuellen Erbe Babylons in Einklang bringen? Die Antwort liegt vielleicht nicht in einer wörtlichen, sondern in einer symbolischen Lesart, die Berossus als Priester und Gelehrter zweifellos verstand. Die babylonische Kultur war zutiefst rational und systematisch. Ihre Errungenschaften in der Astronomie und Mathematik waren keine zufälligen Entdeckungen, sondern das Ergebnis jahrhundertelanger, akribischer Beobachtung und Berechnung. Sie entwickelten das Sexagesimalsystem, die Basis 60, das wir heute noch in der Messung von Zeit und Winkeln verwenden. Ihre Astronomen konnten die Bewegungen der Planeten mit erstaunlicher Präzision vorhersagen und Finsternisse berechnen. Sie katalogisierten die Sterne
und schufen die Grundlagen des Tierkreises. Diese beeindruckende wissenschaftliche Tradition scheint im Widerspruch zu den mythischen Erzählungen von fischartigen Weisen zu stehen. Doch für den babylonischen Geist waren dies keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Der Mythos der Apkallu lieferte den metaphysischen Rahmen, die Ursprungsgeschichte für die Ordnung, die die Wissenschaftler in der Natur beobachteten. Die Apkallu brachten nicht nur Gesetze für die Gesellschaft, sondern auch die kosmischen Gesetze, die verborgene Mathematik des Universums. Die Regelmäßigkeit der Planetenbahnen, die Zyklen der Jahreszeiten, die geometrischen Prinzipien beim Bau eines Zikkurats, all das wurde als Manifestation jener ursprünglichen, göttlichen Weisheit verstanden. Berossus' Werk stand genau an dieser Schnittstelle. Er versuchte, die heiligen Traditionen und Mythen seines Volkes in eine Sprache zu übersetzen, die auch für die rationalistisch geprägte hellenistische Welt verständlich war. Die Apkallu waren somit vielleicht weniger als historische Figuren und mehr als Personifikationen der 7 grundlegenden Wissensbereiche zu verstehen, die die Säulen der Zivilisation bildeten. Ihre amphibische Natur symbolisierte ihre Rolle als Vermittler zwischen zwei Welten: der göttlichen Welt der perfekten Ordnung und der menschlichen Welt des Lernens und der Anwendung. In dieser Lesart ist die Legende keine naive Fabel, sondern eine tiefsinnige Allegorie auf den Ursprung des Wissens selbst. Ein Versuch, das Abstrakte und Transzendente in einer greifbaren, narrativen Form zu fassen. Eine der dramatischsten und bedeutendsten Erzählungen, die Berossus für die Nachwelt bewahrte, ist die babylonische Version der großen Flut. Diese Geschichte, die in ihren Grundzügen bereits Jahrhunderte zuvor im Gilgamesch-Epos aufgezeichnet wurde, erhält durch Berossus eine kanonische Form. Im Zentrum steht der 10. und letzte vorsintflutliche König, Xisuthros, eine hellenisierte Form des sumerischen Zius-Udra und des akkadischen Utnapishtim. Dem frommen Xisuthros erscheint der Gott Kronos im Traum und warnt ihn vor einer bevorstehenden Katastrophe. Die Götter, angeführt vom launischen Enlil, haben beschlossen, die gesamte Menschheit durch eine Flut zu vernichten. Kronos befiehlt Xisuthros, ein gewaltiges Schiff zu bauen, seine Familie, seine engsten Freunde und Paare von allen Tieren an Bord zu nehmen. Entscheidend ist jedoch ein weiterer Befehl. Er soll alle Schriften, den Anfang, die Mitte und das Ende allen Wissens vergraben und sichern. Dies unterstreicht erneut die immense Bedeutung des aufgezeichneten Wissens in der mesopotamischen Kultur. Die Zivilisation, verkörpert durch die Keilschrifttafeln, muss die Katastrophe ebenso überleben wie das Leben selbst. Als die Flut hereinbricht, beschreibt Berossus ihre schreckliche Gewalt, einen kosmischen Sturm, der Himmel und Erde verschlingt. Nach vielen Tagen auf dem Wasser strandet das Schiff schließlich im Gebirge von Gordiene. Xisuthros sendet Vögel aus, um nach trockenem Land zu suchen. Ein Detail, das in vielen Flutmythen der Welt widerhallt. Als die Erde wieder bewohnbar ist, opfert Xisuthros den Göttern. Er, seine Frau und sein Steuermann werden daraufhin von den Göttern entrückt und unter die Unsterblichen aufgenommen. Diese Erzählung ist mehr als nur ein Bericht über eine Naturkatastrophe. Sie ist eine theologische Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Göttern und Menschen. Sie zeigt die Götter als mächtige, aber auch wankelmütige Wesen, fähig zu schrecklicher Zerstörung aus Ärger über den Lärm der Menschheit. Gleichzeitig zeigt sie die Möglichkeit der Rettung durch die Intervention eines wohlwollenden Gottes und die Frömmigkeit eines einzelnen Menschen. Für Berossus
und seine Zeitgenossen war die Flut ein historischer Wendepunkt, der die mythische Urzeit der Apkallu und der langlebigen Könige von der nachsintflutlichen Welt der sterblichen Menschen trennte. Die rätselhaften Berichte des Berossus, insbesondere die über die Apkallu und die vorsintflutlichen Könige mit ihren astronomisch langen Lebenszeiten, haben in der modernen Zeit eine besondere Faszination ausgeübt. Sie wurden oft aus ihrem historischen und kulturellen Kontext gerissen und als Beweise für spekulative Theorien herangezogen, allen voran die Präastronautik oder Paläoseti-Hypothese. Diese Theorien deuten die Apkallu als außerirdische Besucher, die der frühen Menschheit technologisches und wissenschaftliches Wissen brachten. Oannes wird zu einem Astronauten in einem seltsamen Anzug und die 7 Weisen werden zu einer wissenschaftlichen Expedition von einem anderen Planeten. So verlockend diese Vorstellung für ein modernes, von Technologie geprägtes Publikum auch sein mag, so problematisch ist sie aus historischer und wissenschaftlicher Sicht. Sie begeht den Fehler des Anachronismus. Sie projiziert unsere eigenen Vorstellungen von Raumfahrt und außerirdischem Leben auf eine Kultur, die die Welt in völlig anderen Kategorien dachte. Für die Babylonier war die Trennungslinie nicht zwischen irdisch und außerirdisch, sondern zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, dem Kosmos der Ordnung und dem Chaos. Die Apkallu kamen nicht aus dem Weltraum, sondern aus dem Apsu, dem kosmischen Süßwasserozean unter der Erde, der Domäne des Gottes der Weisheit, Ea. Ihre Beschreibung als Fischmenschen ist kein ungeschickter Versuch, einen Raumanzug zu beschreiben, sondern ein tiefes theologisches Symbol ihrer Herkunft und ihrer Funktion als Vermittler. Wenn wir diese Mythen als Berichte über außerirdische Kontakte lesen, entwerten wir sie. Wir reduzieren eine komplexe, aitiologische Erzählung über den Ursprung der Zivilisation auf einen simplen Technologietransfer. Wir nehmen den alten Kulturen ihre eigene geistige Leistung und ersetzen sie durch eine externe Intervention. Der intellektuelle Reiz von Berossus' Werk liegt nicht darin, dass er verklausuliert von Außerirdischen berichtet, sondern darin, wie er die Weltanschauung einer der frühesten großen Zivilisationen der Menschheit dokumentiert. Die wahre Faszination besteht darin, zu versuchen, die Welt durch die Augen eines babylonischen Priesters zu sehen und zu verstehen, wie Mythen, Religion und Wissenschaft für ihn ein untrennbares, logisches Ganzes bildeten. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam den Blick von der Erde lösen und ihn dorthin richten, wo die Babylonier die Schrift der Götter zu erkennen glaubten, zum unendlichen Sternenhimmel. Für Berossus und seine Kultur waren Astronomie und Astrologie keine getrennten Disziplinen. Sie waren 2 Seiten derselben Medaille, der Versuch, die Ordnung des Kosmos zu verstehen und die Verbindung zwischen den himmlischen Zyklen und dem irdischen Schicksal zu deuten. Berossus war nicht nur Priester und Historiker, er war auch ein Erbe einer jahrtausendealten Tradition der Himmelsbeobachtung. Seit den Tagen der Sumerer hatten die Priester Mesopotamiens die Bewegungen der Planeten, die Zyklen des Mondes und das plötzliche Erscheinen von Kometen auf Tontafeln festgehalten. Diese Keilschriftarchive waren die größte astronomische Datenbank der antiken Welt. Als Berossus seine Babyloniaca schrieb, tat er dies nicht aus dem Nichts. Er hatte Zugang zu diesen unschätzbaren Aufzeichnungen, die es ihm ermöglichten, Muster zu erkennen, die sich über Generationen erstreckten. Er verstand, dass die Planeten, die von den Babyloniern als Götter personifiziert wurden, sich nicht willkürlich bewegten,
sondern nach präzisen, mathematisch beschreibbaren Gesetzen. In seinen verlorenen Schriften muss er diese himmlische Mechanik detailliert beschrieben haben. Er hätte erklärt, wie die Priester den Himmel in die 12 Abschnitte des Tierkreises einteilten. Eine Konzeption, die wir direkt von ihnen geerbt haben. Er hätte die Methoden zur Vorhersage von Sonnen- und Mondfinsternissen erläutert, Ereignisse von höchster religiöser und politischer Bedeutung. Für die Griechen, die Berossus lasen, war dies eine Offenbarung. Ihre eigene Astronomie war stärker philosophisch und geometrisch geprägt. Die babylonische Herangehensweise war empirisch, datengestützt und zutiefst mit der Staatsreligion verwoben. Der Himmel war kein abstraktes Modell, sondern ein lebendiges Orakel. Jede Konjunktion, jede retrograde Bewegung eines Planeten war eine Botschaft, die es zu entschlüsseln galt. Berossus war der Übersetzer dieser himmlischen Sprache. Er bot der hellenistischen Welt nicht nur die Geschichte seines Volkes, sondern auch dessen kosmologisches Weltbild. Ein Universum, das von göttlicher Ordnung durchdrungen war und in dem das Schicksal der Könige und Reiche in den Sternen geschrieben stand. Der Verlust dieser Abschnitte seines Werkes ist besonders schmerzhaft. Denn wir haben nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine einzigartige wissenschaftliche Perspektive verloren. Die babylonische Astronomie war, wie wir gesehen haben, eine zutiefst praktische Wissenschaft. Es ging nicht nur darum, die Götter zu verstehen, sondern auch darum, ihre Handlungen vorherzusagen. Diese Vorhersehbarkeit war der Schlüssel zur Macht und Stabilität des Reiches. Stellen Sie sich einen Priester vor, der in der Lage ist, dem König exakt anzukündigen, wann sich der Mond verfinstern wird. Ein Ereignis, das sonst Panik und Furcht ausgelöst hätte. Dieses Wissen war ein Instrument der Ordnung. Und das Herzstück dieser Vorhersagekunst war das Verständnis von Zyklen. Berossus muss in seinen Büchern ausführlich auf diese Zyklen eingegangen sein, von denen der berühmteste der Saros-Zyklus ist. Dies ist ein Zeitraum von etwa 18 Jahren, 11 Tagen und 8 Stunden, nachdem sich die Konstellation von Sonne, Erde und Mond fast exakt wiederholt. Die Babylonier hatten durch jahrhundertelange akribische Beobachtung entdeckt, dass Finsternisse, die durch diesen Zyklus getrennt sind, sehr ähnliche Eigenschaften aufweisen. Sie konnten also eine Finsternis beobachten, ihre Daten auf einer Tontafel notieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wann und wo eine ähnliche Finsternis in 18 Jahren wieder auftreten würde. Dies ist eine atemberaubende intellektuelle Leistung. Sie erforderte nicht nur mathematisches Geschick, sondern auch eine Kultur der institutionellen Kontinuität, in der Wissen über viele Generationen hinweg bewahrt und weitergegeben wurde. Die Tontafeln waren das Gedächtnis dieser Kultur und Berossus war ihr Archivar und Interpret. Er hätte nicht nur den Saros-Zyklus beschrieben, sondern wahrscheinlich auch andere, komplexere Zyklen, die die Bewegungen der sichtbaren Planeten, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, betrafen. Die babylonischen Astronomen hatten numerische Modelle entwickelt, sogenannte Ephemeriden, die es ihnen erlaubten, die Positionen dieser Planeten für Jahre im Voraus zu berechnen. Diese Tabellen waren das Fundament ihrer Astrologie. Sie waren keine vagen Prophezeiungen, sondern basierten auf harter Arithmetik. Als Berossus dieses Wissen der griechischen Welt präsentierte, fiel es auf fruchtbaren Boden. Griechische Astronomen wie Hipparch und später Ptolemäus übernahmen und verfeinerten die babylonischen Daten und Methoden. Unser gesamtes mathematisches, astronomisches Erbe
einschließlich der Einteilung des Kreises in 360 Grad, hat seine Wurzeln in Mesopotamien. Berossus stand an der Schnittstelle dieser beiden Welten und vermittelte ein System zur Vermessung des Himmels, das so präzise war, dass es die Wissenschaft für die nächsten 1,5 Jahrtausende prägen sollte. Ein Werk von solcher Tiefe, dass die Geschichte, Mythologie und Wissenschaft einer der ältesten Zivilisationen der Welt umfasste? Wie konnte es verloren gehen? Die Antwort ist so komplex und tragisch wie die Geschichte selbst. Es gibt keinen einzelnen Schuldigen, kein einzelnes Ereignis, das wir für den Verlust der Babyloniaker verantwortlich machen können. Es war vielmehr ein langsamer Prozess des Verfalls, der durch das Zusammenspiel von Material, Kultur und Zeit verursacht wurde. Zunächst müssen wir das Medium betrachten. Berossus schrieb auf Griechisch, wahrscheinlich auf Papyrus oder Pergamentrollen. Im Gegensatz zu den Keilschrifttafeln seiner Vorfahren, die aus gebranntem Ton bestanden und bemerkenswert widerstandsfähig gegen die Zerstörungen der Zeit waren, sind diese organischen Materialien äußerst zerbrechlich. Feuchtigkeit, Feuer, Schädlinge und einfacher Verschleiß konnten eine Schriftrolle in wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten zerstören. Ein Buch überlebte in der Antike nur, wenn es kontinuierlich kopiert wurde. Jede Abschrift war eine neue Generation, die das Wissen in die Zukunft trug. Und hier beginnt das kulturelle Problem. Während Berossus' Werk im frühen Hellenismus auf großes Interesse stieß, veränderte sich die intellektuelle Landschaft. Das Römische Reich stieg auf und Latein wurde zur dominierenden Sprache des Westens. Das Interesse an der tiefen, fernen Vergangenheit Mesopotamiens schwand. Man zitierte Berossus weiterhin, aber oft nur noch aus zweiter oder dritter Hand, aus Zusammenfassungen und Enzyklopädien. Die Notwendigkeit, das vollständige, dreibändige Werk abzuschreiben, wurde immer geringer. Dann kam der Aufstieg des Christentums. Die neue Religion hatte ihre eigene heilige Geschichte und Kosmologie. Die alten Götter Babylons wurden zu Dämonen und die detaillierten heidnischen Mythen, die Berossus aufzeichnete, wurden bestenfalls als irrelevant, schlimmstenfalls als gefährlich angesehen. Eusebius, ein Kirchenvater, zitierte Berossus zwar, aber nur, um die biblische Chronologie zu stützen. Der ursprüngliche Kontext und die kulturelle Würde des Werkes gingen verloren. Es wurde zu einem Steinbruch für Zitate, nicht zu einem Text, der als Ganzes geschätzt wurde. So starben die Babyloniaker einen langsamen Tod. Rolle für Rolle zerfiel in den Regalen vergessener Bibliotheken. Die letzte Abschrift wurde nie angefertigt. Es war kein lauter Knall, sondern ein leises Verblassen, das Verschwinden einer Stimme im Wandel der Zeiten. Um das Verschwinden von Berossus' Werk vollständig zu verstehen, müssen wir unseren Blick auf den größten Wissensspeicher der antiken Welt richten: die große Bibliothek von Alexandria. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier eine oder mehrere Kopien der Babyloniaker aufbewahrt wurden. Die Bibliothek war nicht nur ein Gebäude voller Bücher, sie war ein Forschungsinstitut, ein intellektuelles Zentrum, das die klügsten Köpfe der hellenistischen Welt anzog. Ihr Ziel war es, das gesamte Wissen der Menschheit zu sammeln, zu katalogisieren, zu übersetzen und zu bewahren. Das populäre Bild vom Schicksal der Bibliothek ist das eines einzigen, katastrophalen Brandes, der das gesammelte Wissen der Antike auf einen Schlag vernichtete. Die historische Realität ist jedoch, wie so oft, subtiler und vielleicht noch tragischer. Die Bibliothek starb nicht in einer einzigen Nacht, sondern erlitt einen Tod auf Raten, der sich über Jahrhunderte hinzog.
Es gab tatsächlich mehrere Brände in Alexandria, die Teile der Bestände beschädigt oder zerstört haben könnten, wie etwa während des Bürgerkriegs von Julius Caesar. Aber der wahre Feind war der allmähliche Verfall. Politische Instabilität führte zu Kürzungen der finanziellen Mittel. Gelehrte wurden vertrieben, wenn sie bei den wechselnden Herrschern in Ungnade fielen. Die intellektuelle Offenheit, die die Bibliothek in ihren frühen Tagen ausgezeichnet hatte, wich dogmatischeren Haltungen. Mit dem Aufstieg militanter religiöser Strömungen, sowohl heidnischer als auch später christlicher, wurden Bücher, die nicht mit der vorherrschenden Ideologie übereinstimmten, vernachlässigt oder gezielt zerstört. In diesem Klima des langsamen Niedergangs war das Schicksal eines Werkes wie der Babyloniaker besiegelt. Es war ein Nischentext, die Geschichte einer fernen, untergegangenen Kultur, geschrieben in einer Sprache, deren Bedeutung abnahm. Wenn ein Bibliothekar entscheiden musste, welche der zerfallenden Schriftrollen er für eine teure Abschrift auswählte, wählte er wahrscheinlich Homer oder Platon, nicht die obskure Chronik eines babylonischen Priesters. Der Verlust von Berossus ist also ein Mikrokosmos für einen viel größeren Verlust. Er repräsentiert Tausende von Stimmen, Geschichten und wissenschaftlichen Abhandlungen, die im Laufe der Jahrhunderte durch Kriege, Vernachlässigung und kulturelle Engstirnigkeit verstummten. Die leeren Regale von Alexandria sind ein stilles Mahnmal für die Zerbrechlichkeit des Wissens und die ständige Notwendigkeit, es aktiv zu bewahren und weiterzugeben. Wo also hat Berossus sein Wissen gefunden? Die Antwort liegt unter dem Sand des heutigen Irak, in den Ruinen der einst mächtigen Städte Mesopotamiens. Um den Priester zu verstehen, müssen wir zu den Archäologen werden, die mit Pinsel und Spaten die Bibliotheken freilegen, die er gekannt haben muss. Stellen Sie sich die große Bibliothek von Assurbanipal in Ninive vor, eine der ersten systematisch gesammelten Bibliotheken der Welt. Zehntausende von Tontafeln, sorgfältig katalogisiert und in Regalen geordnet, enthielten das gesammelte Wissen des Reiches. Epen, religiöse Texte, Königslisten, astronomische Beobachtungen und Omen. Als diese Stadt fiel, begruben die Flammen, die die Paläste verzehrten, die Tontafeln paradoxerweise und härteten den Ton, wodurch sie für die Nachwelt konserviert wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Berossus Zugang zu ähnlichen, wenn nicht sogar zu denselben Archiven in Babylon hatte, insbesondere im großen Tempel des Marduk, dem Esagila. Die archäologische Arbeit ist eine mühsame Rekonstruktion. Jede gefundene Tafel ist ein potenzielles Puzzleteil. Forscher suchen nach den Originalversionen der Texte, die Berossus zusammenfasste. Die sumerische Königsliste mit ihren mythischen, langlebigen Herrschern vor der Flut, die babylonischen Chroniken, die nüchtern und sachlich die Ereignisse jedes Jahres aufzeichneten. Die astronomischen Tagebücher, die über Jahrhunderte hinweg mit unglaublicher Präzision geführt wurden. Die Suche nach den Quellen des Berossus ist keine Jagd nach einem einzelnen verborgenen Schatz. Es ist vielmehr der Versuch, die intellektuelle Landschaft zu rekonstruieren, in der er lebte und arbeitete. Jede ausgegrabene Keilschrifttafel, die eine Passage aus dem Gilgamesch-Epos oder eine Aufzeichnung einer Planetenkonjunktion enthält, bringt uns seinem Verständnis näher. Wir finden nicht seine Bücher, aber wir finden seine Bibliothek, Fragment für Fragment. Und in diesen Spuren im Sand erkennen wir den gewaltigen Umfang des Wissens, das ihm zur Verfügung stand und das er für eine neue Welt zu bewahren versuchte.
Die Entdeckung. Tausender von Tontafeln ist nur der erste Schritt. Die wahre Herausforderung und die wahre Magie liegt in ihrer Entzifferung. Die Keilschrift, ein komplexes System aus keilförmigen Eindrücken im Ton, war über 2000 Jahre lang ein ungelöstes Rätsel. Ihre Entschlüsselung im 19. Jahrhundert war eine intellektuelle Leistung, die mit der Entzifferung der Hieroglyphen vergleichbar ist. Sie öffnete ein direktes Fenster in die Gedankenwelt der Mesopotamier. Heute wird diese monumentale Aufgabe durch Technologien unterstützt, die sich die Gelehrten des 19. Jahrhunderts nicht hätten träumen lassen. Hochauflösende 3D-Scans ermöglichen es, beschädigte oder abgenutzte Tafeln aus jedem Winkel zu betrachten und Zeichen zu erkennen, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Algorithmen der künstlichen Intelligenz werden darauf trainiert, die Keilschrift zu lesen und sogar fehlende Teile von Texten auf der Grundlage des Kontexts und bekannter Formulierungen vorherzusagen. Internationale Datenbanken vernetzen die Sammlungen von Museen auf der ganzen Welt. Ein Fragment in London kann digital mit einem passenden Stück in Berlin zusammengefügt werden, wodurch eine zerbrochene Tafel nach Jahrtausenden wieder zu einer lesbaren Einheit wird. Diese synergetische Verbindung von alter Philologie und moderner Computerwissenschaft erlaubt es uns, die Geschichte Babylons mit einer Detailgenauigkeit zu rekonstruieren, die noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar war. Und hier schließt sich der Kreis zu Berossus. Wir können nun seine überlieferten Königslisten direkt mit den rekonstruierten sumerischen und babylonischen Originalen vergleichen. Wir sehen, wo er präzise war, wo er zusammenfasste und wo er vielleicht interpretierte. Seine astronomischen Daten können mit computergestützten Rückrechnungen der Planetenbewegungen überprüft werden und sie erweisen sich als erstaunlich genau. Die moderne Technologie rehabilitiert Berossus. Sie zeigt ihn nicht als einen Verfasser von Mythen, sondern als einen gewissenhaften Historiker, der die besten Quellen seiner Zeit nutzte. Die Arbeit der heutigen Assyriologen ist in gewissem Sinne eine Fortsetzung seiner Mission. Das Wissen Mesopotamiens aus den Fragmenten wieder zusammenzusetzen und es für die Gegenwart verständlich zu machen. Jenseits der Listen von Königen und der Chroniken von Schlachten liegt das tiefere Erbe Mesopotamiens. Ein Erbe, das Berossus zu bewahren hoffte und das bis heute in den Grundfesten unserer Zivilisation nachwirkt. Wenn wir auf unsere Uhr schauen und die Stunde in 60 Minuten und die Minute in 60 Sekunden einteilen, folgen wir einem sexagesimalen System, das vor über 4000 Jahren in Sumer entwickelt wurde. Der Kreis mit seinen 360 Grad ist ein direktes Erbe babylonischer Mathematik und Astronomie. Die Konzepte, die sie entwickelten, waren so fundamental und praktisch, dass sie Imperien und Kulturen überdauerten. Berossus schrieb in einer Zeit, als die griechische Philosophie und Wissenschaft auf ihrem Höhepunkt war, aber er erinnerte die Welt daran, dass viele ihrer Wurzeln tiefer reichten in den fruchtbaren Boden zwischen Euphrat und Tigris. Die Babylonier waren die ersten systematischen Astronomen. Sie kartierten den Himmel, identifizierten die Sternbilder des Tierkreises und entwickelten die mathematischen Methoden, um die Bewegung der Planeten vorherzusagen. Ihre Beobachtungen bildeten die empirische Grundlage, auf der die griechische Astronomie und später die moderne Wissenschaft aufbauen konnte. Auch in der Vorstellung von Recht und Ordnung finden wir ihr Echo. Lange vor den Römern schuf der babylonische König Hammurabi einen Gesetzeskodex, der auf dem Prinzip
der verhältnismäßigen Gerechtigkeit beruhte. Ein früher Versuch, eine Gesellschaft auf der Grundlage von geschriebenen Regeln statt willkürlicher Macht zu organisieren. Selbst unsere ältesten Geschichten von Schöpfung, einer großen Flut und weisen Helden finden ihre Vorläufer in den Epen von Mesopotamien. Berossus' Werk war mehr als nur eine Geschichte. Es war ein Plädoyer für die Relevanz seiner Kultur. Er wollte zeigen, dass die Weisheit Babylons nicht veraltet war, sondern universelle Wahrheiten enthielt. Er lehrt uns, dass keine Kultur aus dem Nichts entsteht. Wir alle stehen auf den Schultern von Giganten, und viele dieser Giganten lebten und schrieben im alten Zweistromland. Ihr Erbe ist kein museales Artefakt, es ist ein lebendiger Teil unserer eigenen intellektuellen DNA. So kommen wir am Ende unserer Reise an, nicht mit einem vollständigen Buch in den Händen, sondern mit einer Handvoll kostbarer Fragmente. Die Geschichte von Berossus ist letztlich eine Meditation über den Verlust und die Stille. Was stand in den Kapiteln, die für immer verschwunden sind? Welche detaillierten Beschreibungen der babylonischen Religion, Medizin oder des täglichen Lebens enthielt sein Werk? Welche philosophischen Überlegungen über den Aufstieg und Fall von Imperien hat er niedergeschrieben, basierend auf einer schriftlichen Geschichte, die bereits damals Tausende von Jahren umfasste? Diese Fragen werden wahrscheinlich nie beantwortet werden. Die Stille der Geschichte ist hier endgültig. Doch in dieser Stille liegt auch eine tiefere Erkenntnis. Die Fragmente zwingen uns zur Demut. Sie erinnern uns daran, dass unser Wissen über die Vergangenheit immer unvollständig, immer eine Interpretation sein wird. Wir können die Lücken mit fundierten Vermutungen füllen, aber wir können die verlorenen Stimmen nie wieder vollständig hören. Berossus selbst wird zu einer fast mythischen Figur, der letzte Priester Babylons, der versucht, das Licht des Wissens seiner Zivilisation in eine neue Ära zu tragen, kurz bevor es für immer erlischt. Sein verlorenes Werk ist ein Denkmal für alle verlorenen Bibliotheken, für all das Wissen, das durch Krieg, Gleichgültigkeit und den unerbittlichen Lauf der Zeit vernichtet wurde. Aber die Suche ist nicht vergeblich. Jedes Keilschriftfragment, das wir entziffern, jeder antike Autor, der Berossus zitiert und uns einen weiteren Satz schenkt, ist ein kleiner Sieg gegen das Vergessen. Es ist ein Akt des intellektuellen Widerstands gegen die Entropie der Geschichte. Wir werden die Babyloniaker vielleicht nie wieder in ihrer Gesamtheit lesen, aber indem wir ihren Spuren folgen, ehren wir die Absicht ihres Autors. Wir blicken durch seine Augen auf eine der ersten großen Zivilisationen der Menschheit und erkennen, dass ihre Fragen nach den Sternen, nach Gerechtigkeit und nach unserem Platz im Kosmos auch heute noch unsere eigenen sind. Das letzte Fragment ist kein Ende, sondern eine Einladung, weiter zuzuhören, in der Hoffnung, in der Stille ein weiteres Echo der Vergangenheit zu vernehmen.